Ich denke einfach nicht an Musik. Wenn ich Musik mache, will ich nicht an Musik denken. Das hört sich komisch an, aber das ist wirklich so. Amira! Mann! Ja, hallo, ich bin der Edwards und ich habe die Filmmusik zu dem Kurzfilm Raum ohne Fenster von Elias Stankovic komponiert. Ich bin klassischer Komponist, aber hatte meine Anfänge ganz wild. Ich habe schon immer Musik gemacht, bin in einer Musikerfamilie aufgewachsen, habe schon immer Musik in mir gehabt, immer Musik intern gehört und wahrgenommen und wollte vor allem immer meine eigene Musik machen. Es war eigentlich nie ein Ziel von mir, oh, ich möchte das und das spielen können, sondern es war immer, ich möchte spielen können und habe dann meine eigenen Sachen gemacht. Also ich habe eigentlich schon immer irgendwie so Komponistengedanken gehabt. Aber habe dann ganz lange Zeit, weil ich Musik visuell wahrnehme, also wirklich ganz visuell wahrnehme. Das heißt, ich sehe was, ich höre was, ich höre was, ich sehe was sozusagen. Also es ist wirklich, es geht Hand in Hand. Weil ich diese Bildgewalt praktisch spüre beim Musikdenken und Musik machen oder Musik hören. Weil Musik für mich was so Natürliches war, so was Grundlegendes war, dass ich es fast nicht als eine eigene Sache wahrgenommen habe, habe ich diese Bilder als was wahrgenommen, was mich interessiert und was ich machen möchte. Und deswegen war ich ganz lang daran interessiert, Film zu machen. Ich wollte Film machen. Vor allem Kamera bzw. Cinematography oder Director Photography wollte ich werden. Letztendlich geht es dabei um Bildgestaltung. In erster Linie eigentlich fast mehr Licht als Kamera. Also es geht wirklich um die Gestaltung von Szenen, die Bildgestaltung. Das hat mich interessiert. Und erst später habe ich die Musik praktisch wieder als diese Grundlage von mir wahrgenommen und habe dann angefangen, Musik zu machen. Erst habe ich angefangen, Filmmusik zu machen sogar, wovon ich mich dann aber weiter wegentwickelt habe. Und mittlerweile mache ich überwiegend Konzertmusik. Und jetzt durch Zufall fange ich plötzlich doch wieder an, ein bisschen mehr Filmmusik zu machen. Wir kennen uns schon länger. Er hat irgendwann mal ein FSJ gemacht in einem lokalen Fernsehsender hier in meiner Heimatstadt, bei dem ich auch Produktionen hin und wieder unterstützt habe. Und er hat Sachen von mir unterstützt, die ich dann mal gemacht habe, mal Konzertaufzeichnungen oder sowas. Und dann hat er mich irgendwann, schon lange nachdem er da war, einfach aus dem Blauen angeschrieben oder angerufen, ob ich ihm nicht helfen könnte, einen Kurzfilm zu realisieren. Und das war letztes Jahr sein erster Kurzfilm Tata. Bei Tata hatte ich noch keine Musik für ihn gemacht. Das war wirklich nur reine Produktion. Da war dann wirklich die Unterstützung von meiner Seite, wie es dann auch bei Raum ohne Fenster war, die Kamera. Die Kamera kommt von mir. Und da habe ich ihn also technisch unterstützt und habe den Ton gemacht. Und wir haben dann auch im Schnitt zusammengesessen. Und bei dem ersten Kurzfilm ging es vor allem auch darum, dass er sich bewerben kann. Und Tata hat ihm dann tatsächlich auch die Eintrittskarte gegeben. Er hat dann dadurch wirklich einen Platz bekommen an einer Filmschule in Darmstadt. Kurz bevor er dann umgezogen ist nach Darmstadt, hat er dann noch Raum ohne Fenster machen wollen. Und da war dann auch von Anfang an klar, dass er auch Musik haben wollte. Er hat mir schon mal Fotos gezeigt von dem Drehort. Und ich habe schon mal so einen Eindruck bekommen von diesen langen Gängen da und dem Raum ohne Fenster selbst dann auch. Und natürlich das Drehbuch. Und dadurch hatte ich dann schon so ein paar erste Eindrücke, die mir dann so eine Grundlage gegeben haben, eine Idee aufzubauen für die Musik. Die Aufgaben als Filmkomponist sind heute ganz verschieden oder waren es die auch vielleicht schon immer. Ganz oben steht natürlich, oder so sagt man es zumindest immer, dass man mit der Filmmusik den Film auf einer emotionalen Ebene unterstreichen soll und dem Zuschauer helfen soll, sich emotional mit dem Film zu verbinden. Und das stimmt auch. Mir gefällt daran nur nicht der Teil, dass das was Unterschwelliges sein soll. Also ich finde, Musik sollte in Filmen oder darf in Filmen, je nachdem wie es passt natürlich, ruhig auch mal penetrant sein und ganz front and center, praktisch ein eigener Charakter in dem Film sein. Ich finde also gar nicht, dass Musik unbedingt unterstreichend agieren sollte und ich finde also, da sind die Aufgaben als Filmkomponist auf jeden Fall auch das zu beurteilen. Wie sollte denn Musik in Filmen integriert sein? Ich finde auch, es gibt genügend Filme, wo es Sinn macht, einfach mal die Klappe zu halten. Das ist also nicht nur was für eine Musik, sondern auch wo überhaupt Musik. Bei Raum ohne Fenster gibt es jetzt sehr viel Musik, aber ich glaube, das hat sich in dem Fall auch gelohnt, hoffentlich. Bei manchen Filmen dann macht man dann auch noch ein bisschen Sounddesign mit. In dem Fall hier habe ich ja nicht nur die Rolle als Filmkomponist gehabt, deswegen ist das relativ aufgespalten zwischen Sounddesign und Tonarbeit bis hin auch zur Bildgestaltung, weil ich auch bei der Bildgestaltung vor Ort ans Set, ich war ja immer dabei, habe den Ton aufgenommen. Im Editing dann, was natürlich sehr vorteilhaft war und was selten ist, dass man als Komponist
gleichzeitig auch Editor mit ist. Da kann dann die Musik wirklich zusammen mit dem Bildschnitt interagieren. Das war also hier wirklich was Besonderes. Und solche Sequenzen wie die Montage in dem Raum ohne Fenster, da kann es einfach davon gewinnen, wenn die Musik und der Schnitt wirklich so Hand in Hand geht. Weil wenn man wirklich schon auch während dem Dreh eine bestimmte musikalische Vorstellung hat, hatte ich dann die Möglichkeit als Komponist auch vor Ort zu sagen, wenn wir das so machen, kann die Musik so und so damit interagieren, wir könnten hier Schnitte setzen. Also das war teilweise auch so, dass wir dann während dem Dreh über den Schnitt geredet haben und wie das dann auch mit der Musik interagiert, beziehungsweise was die Musik machen kann mit einer Szene und konnten dann da ganz flexibel vor Ort entscheiden, wie sollte denn die Szene jetzt genau vom Blocking her und vom Ablauf her, ist ein Filmbegriff, heißt einfach nur, wie bewegen sich Darsteller im Bild oder wie bewegt sich die Kamera, das ist Blocking. Das konnten wir dann eben aktiv entscheiden, basierend auf auch musikalischen Ideen. Das war so eine ganz besondere Zusammenarbeit, die es bei Filmen nicht oft gibt. Ja, die Bedeutung von der Musik im Film, das stimmt eben schon. Natürlich schafft man mit Musik eine emotionale Storyline, die sich durch den Film zieht. In dem Fall ist die Bedeutung wechselhaft. Also die Musik wechselt so ein bisschen perspektivisch zwischen den Charakteren und zwischen den Gefühlen. Ist natürlich am Anfang direkt das Hauptmotiv mit drin, was die Freundschaft von Amira und Luise unterstreicht. Und gerade dieses Motiv ist dann ganz interessant auch zu nehmen, weil das kommt immer wieder in der Filmmusik vor. Das ist so das Hauptmotiv von Raum ohne Fenster, was ja vom Charakter her sich auch permanent wandelt. Also mal ist es die Freundschaft, was Schönes, geht ja dann in die Flurszene rein, wo es dann aus der Perspektive von Amira selbst kommt, die so ein bisschen analytisch auch sich diesen Lehrer anschaut und so ein bisschen fragend schon fast, wer ist dieser Typ, wer ist dieser Lehrer und da auch schon so ein bisschen so ein Angstgefühl hat. Inmitten von dieser großen Montage in dem Raum ohne Fenster mit den schnellen Schnitten kommt das Motiv auch nochmal, da hat es dann ganz viel Gewicht und man merkt also, hier wird gerade wirklich was angegriffen. Hier werden Gedanken von Amira angegriffen, auch von den anderen Schülern und dann am Ende von der Musik kommt das Motiv wieder ganz schräg. Also man merkt richtig, dass die Intervalle von den Tönen sich verändert haben, verschoben haben und ein Motiv, was ganz am Anfang von dem Film schön war und Freundschaft dargestellt hat, Emotionalität dargestellt hat, wird kaputt gemacht. Und dann am Ende vom Film wird es dann von der Frau Stahl auf der Szene in dem Bad, auf der Toilette, wird daraus wieder ein Annäherungsversuch, das wieder zu reparieren. Bist du die mit dem Film? Bist du Amira? Ja, die Entstehung von der Musik ist auf eine ganz interessante Art passiert und auch von der Timeline her ganz verworren, wie so die restliche Produktion. Bei mir ist das so, ich hasse es, methodisch zu arbeiten. Ich gehe immer an Sachen irgendwie total blind rein und ich schaue mir Sachen an und sammle Eindrücke und irgendwie entsteht dann einfach ein Gedanke im Kopf. Schaue ich mir das ein paar Mal an und meistens passiert das einfach ganz automatisch, dass bei mir im Hinterkopf ganz hinten die Musik plötzlich anfängt zu arbeiten. Und ich höre Charaktere, ich höre solche Ideen dann raus. Da kommt dann auch dieses Motiv her. Und ich hatte ganz früh, wo es um diese verstörende Montage in dem Raum ohne Fenster geht, schon mal das präparierte Klavier. Da hatte ich Ideen von Klangtexturen her, rhythmische Ideen hatte ich drin. Die sind so auch letztendlich final in die Musik reingekommen. Ja, dann waren da auch Ideen mit den Trompeten, die dann immer zwischen links und rechts abwechseln, die ganz verstörend einen aus allen Ecken anbrüllen sozusagen. Diese Ideen waren schon früh da, aber ich habe erstmal noch nichts umgesetzt. Ich habe noch nichts aufgeschrieben oder noch nichts einprogrammiert und habe gedacht, ich lasse erstmal die Produktion sozusagen passieren, weil der Film relativ eine Flexibilität gebraucht hat. Und dann hat aber Elias ein Video gemacht für die Crowdfunding-Kampagne und hatte dann im Hintergrund, während er erzählt hat über den Film, irgendeine Stock-Music. Und das habe ich gesehen und ich habe mich so geärgert, dass ich noch nichts gemacht habe. Und dann habe ich mich hingesetzt, bevor wir angefangen haben zu drehen, ich glaube, das war wirklich, ich habe so 5 Tage oder 4 Tage, bevor wir da standen und gedreht haben, habe ich mich dann doch hingesetzt und habe das Projekt gestartet und habe diese erste Idee von der Flurszene bis hin zu der Montage im Raum ohne Fenster habe ich gemacht. Die Flurszene, die ist identisch, wie ich das in diesem Test gemacht habe, im finalen Film. Da hat sich absolut nichts geändert. Das ist 1:1 so geblieben und auch hinten aus der Montage ist größtenteils auch
identisch geblieben. Die ist ein bisschen auseinandergezogen. Ich habe dann einen Teil vom Anfang, den ich gemacht hatte, ein bisschen auseinandergezogen. Das lange Auslaufen, wenn dann Luisa aus dem Raum rauskommt und den Gang entlang läuft, das war praktisch nicht da. Aber von den ausschlaggebenden Punkten war praktisch in meinem ersten Test eigentlich alles schon da. Und es ist auch genauso dann letztendlich geblieben. Ein bisschen verändert, aber die Anfangsszene ist identisch. Als wir aufgebaut haben und alle noch an der Seite standen, habe ich schon mal Atmo aufgenommen. Das braucht man dann immer, dass man die Atmosphäre von der Landschaft hört, von dem Blätterrauschen, die Vögel, die zwitschern und durch Zufall die Glocken, die geläutet haben. Das war so eine interessante Atmosphäre an diesem Morgen. Ich weiß nicht mehr, von wem dann die Idee kam, wir könnten doch so den Film anfangen mit nur dem Glockenläuten. Und das hat bei mir so ein Ding losgekickt, das in die Musik zu integrieren. Dann, nachdem wir dann am letzten Drehtag fertig waren, habe ich das dann musikalisch umgesetzt und so ist dann der Anfang von der Credits-Musik entstanden. Dienstag war der letzte Drehtag und am Mittwoch ist Elias dann nach Darmstadt gezogen. Er hat praktisch dann am Abend nach dem Filmdreh die Koffer gepackt und an diesem Abend, der natürlich für ihn auch emotional war, weil er hat sich dann von allen möglichen Leuten hier verabschiedet und dann kam von mir dieser Export von der Credits-Musik. Und da hat er mich dann angeschrieben, er hat Tränen in die Augen bekommen und irgendwie solche Sachen halt. Dann war auch da klar, so muss die Musik eigentlich sein. Also es war eine interessante Entstehungsgeschichte, wie früh Sachen schon da waren und wie die Musik dann auch in den Dreh integriert war. Die Besetzung bzw. die Instrumentierung oder Orchestrierung von der Musik ist sehr traditionell eigentlich. Viele Komponisten arbeiten ja mit Synthesizern und synthetischen Klängen, aber ich bin wirklich überzeugt davon, dass man mit traditionellen Instrumenten unglaublich viele Möglichkeiten hat. So ein Synthesizer macht theoretisch jede Klangmöglichkeit auf, aber ich finde manchmal dann auch, dass es was Einheitliches bekommt durch diese vermeintliche Offenheit. Also ich fand elektronische Instrumente für den Score hätte ich mir nicht vorstellen können. Es musste dieses Natürliche für mich haben und das ist was mir bei elektronischer Musik oft einfach fehlt. Viele Filmkomponisten sind tief in elektronischer Musik, was ja auch okay ist, aber ich finde, es geht bis zu einem Punkt, wo ich es teilweise unpassend finde. Überraschenderweise ist die Besetzung von der Musik auch relativ klein. Also es sind eigentlich nur 25 Instrumente und da zähle ich die Percussion mit, wobei die Percussion auch sehr klein besetzt ist, was ganz untypisch für Filmmusik ist. Harfe, Klavier, präpariertes Klavier, Piccolo-Flöte, 2 Querflöten, Bassflöte ist dabei, Bassklarinette, Fagott, 2 Trompeten, 2 Posaunen, ein Streichersatz natürlich und dann, was Percussion angeht, Pollenglocken, Plate Bells, eine Snare Drum und eine Basstrommel. Xylophon ist noch dabei. Das ist an Percussion schon alles. Für Filmmusik sowieso kleine Besetzung, aber ich glaube, das merkt man überhaupt nicht. Also die Musik hört sich so voll an und so intensiv. Also Größe kriegt man bei Musik eigentlich immer aus der Instrumentierung raus. Wie werden Instrumente eingesetzt? Was spielen die Instrumente? Wie sind die Harmonien aufgebaut durch die Instrumentierung? Das erzeugt Größe. Das erzeugt Intensität. Nicht dadurch, ob man jetzt 8 Hörner das gleiche spielen hat oder ob man 50 Tuben da reinsetzt, das macht keine Größe. Es wird dadurch nur laut und es wird dadurch ein voller Klang von dem Klangcharakter von dem Instrument, das man groß ausbesetzt, aber dadurch wird Musik nicht groß, sie kriegt dadurch keine Größe. Mir reichen 4 Blechbläser, ein paar Holzbläser und ein bisschen Percussion. Ein gutes Streicherorchester ist noch dabei. Also es braucht nicht viel, um wirklich Größe in der Musik zu erzeugen, gerade was die Anzahl von Instrumenten angeht. Das Wichtige ist wirklich, wie man die Instrumente einsetzt. Eine Frage, die ich bekommen hatte, ging tatsächlich auch Thema Instrumente, nämlich ob denn die Instrumente live eingespielt wurden. Ich habe ja gesagt, Synthesizer und Elektronik braucht man nicht. Heißt nicht, dass ich nicht auf moderne Weise arbeite, weil die Musik besteht zu 99% komplett aus virtuellen Instrumenten. Es sind alles Instrumente von der WNS Symphonic Library. 1% die Bassklarinette, die habe ich eingespielt. Das ging aber auch nicht anders, da wollte ich eine intensive Steigerung haben, einen ganz bestimmten Klang, einen ganz bestimmten Sound, wollte noch so ein Zischen am Ende haben von dem Ton.
Sowas ist immer mit Software schwer zu machen, mit Softwareinstrumenten. Und so komponiere ich tatsächlich immer. Ich komponiere auch für meine normale Konzertmusik, programmiere ich die Musik mit MIDI, einfach mit der Computermaus, gebe ich jeden einzelnen Ton ein. Ich arbeite eben, wenn ich komponiere, eigentlich gar nicht mit Noten, sondern ich arbeite mit diesen MIDI-Tonwalzen sozusagen. Weil es für mich ein ganz schneller Weg ist, die Musik aus dem Kopf rauszubringen, weil ich denke nicht nach über Notenwerte oder über Taktarten oder über was auch immer. Ich denk einfach nicht an Musik. Wenn ich Musik mache, will ich nicht an Musik denken. Das hört sich komisch an, aber das ist wirklich so. Ich will einfach nur machen, was das Gehirn gerade von mir will. Ja, Gehirn, ich mache ja schon.